Also der Wind ist was ganz Faszinierendes. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, den Wind beherrschen zu wollen. Ist wirklich eine Kunst, die nicht viele können. Ja, mein Name ist Horst Krome. Ich beschäftige mich schon seit 30 Jahren mit der Windenergie und ganz speziell mit dem Bau von Selbstbauanlagen, die dann von denjenigen, die die Windenergieanlage betreiben möchten, selbst gebaut werden kann. Hier haben wir ein Modell. Wir möchten gerne für Ausstellungen und zur Demonstration die Anlage auch im kleineren Kreis vorstellen können, ohne dass man selbst auf das Gelände fahren muss. Und haben dieses Modell gebaut, um eben zu veranschaulichen, wie vor allen Dingen diese hervorragende Steuerung funktioniert. Das sind, wenn man dort schaut, die Steuer- und die Seitenfahnen, die blauen. Die sorgen dann dafür, dass der Wind immer selbst den Rotor steuert. Also die Kraft, die nachher im Orkanfall bei 50 Metern pro Sekunde auf der Anlage ist 250 Mal größer als im Normalbetrieb. Das ist die Herausforderung der Windenergie. Das, was jeder, der segelt oder der mit Wind zu tun hat, was das bedeutet. So, an diesem Modell möchte ich euch die Funktion der Steuerung der Anlage erklären. Und die wesentlichen Komponenten sind dabei, was man so sieht, die beiden blauen Fahnen. Wir nennen diese Fahne hier, nennen wir Querfahne. Und diese Fahne hier nennen wir Steuerfahne. Wobei man Folgendes wissen muss: Wenn ich diese Fahne anfasse und bewege, dann dreht sich der ganze Rotor mit. Und wenn ich diese Fahne hier bewege, dann dreht sich nicht der Rotor mit, sondern die Fahne schwenkt. Mehr oder weniger weit in die Richtung der anderen Fahne. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Wind kommt von vorne und die Anlage arbeitet. Dann pumpt die Anlage so lange, bis eine Leistung erreicht wird, wo das kritisch wird und die Anlage Schaden nehmen könnte oder die Pumpe Schaden nehmen könnte. Dann macht man Folgendes: Man sorgt dafür, dass mit diesem Regelgewicht, dass man in seiner Größe, wie schwer das Gewicht ist, und in seiner Installation, wo genau die Zugfäden befestigt sind, genau anpassen kann an die Pumpe oder auch an einen Generator. Jetzt tun wir mal so, als ob die Leistung erreicht ist und die Anlage würde jetzt überlastet werden. Dann drückt der Wind so stark hiergegen jetzt, so, hiergegen, dass die Anlage, man sieht es am Rotor, jetzt dadurch aus dem Wind dreht, dass die beiden Fahnen immer mehr aufeinander zuschwenken. Und das geht so hin und das geht her, je nachdem, wie stark der Wind jetzt gerade weht. Und in dem Augenblick, wo jetzt aber die Sturmstellung erreicht ist, dann klappen die beiden Fahnen total aufeinander zu und man sieht, der Rotor schützt sich selbst dadurch, dass er nicht mehr von vorne angeströmt wird, sondern dass er dadurch angeströmt wird, dass dieser Winkel jetzt maßgeblich dafür ist. Lässt der Winddruck nach, der Sturm lässt nach, die Böe lässt nach, dann zieht dieses Gewicht die Anlage wieder nach unten, die Fahnen spreizen sich wieder auseinander und der Rotor dreht wieder genau in den Wind rein und wir haben wieder den normalen Betrieb. Das ist also dieses Geniale der Steuer- und Seitenfahnensteuerung, mit der man genau dimensionieren kann, wann die Anlage sich aus dem Wind drehen soll und auf welche Weise sie sich aus dem Wind drehen soll. Und es ist nur der Winddruck alleine auf diesen beiden Fahnen, der dafür sorgt, dass der Rotor immer geschützt bleibt. Ich finde eine geniale Sache, mehrere 100.000 Mal in Amerika schon bei den Windpumpen, früher bei den Western Windmills gebaut. Und es gibt, soweit ich in den letzten 30 Jahren erforscht habe, nichts Einfacheres und Besseres, was man so gut variieren kann. Ja, so funktioniert das.